Katharina Weber läuft schnell. Sie hat Angst. Ein Mann mit einer Pistole ist hinter ihr. »Wo bist du, Katharina?« ruft Elena Schmidt. Elena ist Katharinas Schwester. Katharina versteckt sich hinter Kisten. Ihr Kopf tut weh. Blut ist auf ihrem Gesicht. »Warum machst du das, Elena?« fragt Katharina. »Du warst immer Mamas und Papas Liebling«, sagt Elena. »Ich war nur das adoptierte Kind. Aber jetzt habe ich alles. Die Firma, das Geld, die Kinder.« »Welche Kinder?« fragt Katharina. Sie erinnert sich nicht gut. Vor 5 Jahren hatte sie einen Unfall. Jetzt arbeitet sie als Putzfrau. »Emma und Lukas«, sagt Elena. »Sie denken, ich bin ihre Mutter. Aber das bin ich nicht.« Elena lacht böse. »Du bist ihre Mutter. Aber du erinnerst dich nicht.« Katharina ist schockiert. »Ich habe Kinder?« »Ja, aber sie gehören jetzt mir. Alexander Müller denkt, ich bin ihre Mutter. Er ist sehr reich. Bald heiraten wir.« Heute hat Katharina 2 Kinder vor bösen Männern gerettet. Es waren Emma und Lukas. Die Kinder haben Mama zu ihr gesagt. Jetzt versteht sie warum. »Du hast unsere Eltern getötet«, sagt Katharina. »Du warst böse zu mir.« »Ja«, sagt Elena. »Und heute töte ich dich auch.« Elena hebt die Pistole. Katharina läuft weg. Draußen regnet es. Ein schwarzes Auto kommt. Alexander Müller steigt aus. Emma und Lukas sind im Auto. »Mama Katharina«, ruft Emma. Sie läuft zu Katharina. Elena ist sehr wütend. Sie nimmt Emma und hält die Pistole an ihren Kopf. »Niemand bewegt sich«, schreit Elena. Katharina hat große Angst um Emma. Das ist ihr Kind. Sie liebt Emma sehr. »Lass das Mädchen frei«, sagt Alexander. »Nein«, sagt Elena. »Katharina muss sterben. Dann bin ich die Mutter.« Polizei kommt. Aber Elena hat Emma. Niemand kann helfen. »Ich gehe mit dir«, sagt Katharina zu Elena, »aber lass Emma frei.« Elena denkt nach. Sie ist sehr verrückt. Im Krankenhaus sitzt Katharina bei Emma. Emma schläft. Sie hat einen kleinen Schnitt am Kopf, aber es geht ihr gut. Alexander läuft im Zimmer herum. Er ist nervös. 5 Jahre, sagt er. 5 Jahre dachte ich, Elena ist ihre Mutter. Elena lügt sehr gut, sagt Katharina. Schon als Kinder war sie so. Lukas hält Katharinas Hand. Er schläft auch. Als er Katharina gesehen hat, hat er Mama gerufen und ist zu ihr gelaufen. Wie hat Elena alles gefälscht? Fragt Alexander. Die DNA-Tests, die Papiere? Mit viel Geld, antwortet Katharina. Als sie unsere Eltern getötet hat, hat sie die Firma übernommen. Sie hat Ärzte und Beamte bezahlt. Ein Polizist kommt herein. »Frau Weber«, sagt er, »schauen Sie das an.« Er zeigt ihr Papiere auf einem Tablet. Katharina sieht Zahlen von ihrer Familienfirma. »Elena hat alles Geld gestohlen«, erklärt der Polizist. »Die Firma ist fast bankrott.« »Wie viel Geld ist noch da?«, fragt Katharina. »Genug für 6 Monate. Aber morgen gibt es einen wichtigen Vertrag. Essen für Schulen. 2 Milliarden Euro. Elena will ihn gewinnen.« »Katharina muss gegen Elena kämpfen«, sagt Alexander. »Aber das ist gefährlich.« »Ich muss«, sagt Katharina. Sie schaut ihre Kinder an. Für sie. Für meine Eltern. Ein alter Mann kommt herein. Es ist Herr Zimmermann. Er war Papa Webers bester Freund. »Katharina«, ruft er und umarmt sie. »Wir dachten, du bist tot. Elena hat gesagt, du hast dich umgebracht.« »Sie hat versucht, mich zu töten«, sagt Katharina. »Aber ich lebe. Ich erinnere mich nur nicht an alles.« »Du bist nicht nur Besitzerin der Firma«, sagt Herr Zimmermann. »Deine Mutter war sehr reich. Du erbst auch ihre Firma. Billionen von Euro.« Katharina versteht. Sie ist nicht arm. Sie ist sehr, sehr reich. Sie kann Elena stoppen. Aber Elena wird versuchen, sie zu töten, bevor sie zum Meeting geht. In Berlin ist ein großes Bürohaus. Katharina geht hinein. Viele Reporter sind da. Sie rufen: »Sind Sie wirklich tot gewesen? Wo waren Sie 5 Jahre?« Katharina trägt einen schönen grünen Anzug. Das war Mamas Anzug. Anwälte gehen mit ihr. Sie haben wichtige Papiere.
Im Konferenzraum sitzen wichtige Männer. Elena ist auch da. Sie trägt ein teures Kleid. »Hallo Schwester«, sagt Elena süß. »Warum bist du hier? Du bist nur eine Putzfrau.« »Ich bin hier für meine Firma«, sagt Katharina. »Du hast sie gestohlen.« Minister Fischer leitet das Meeting. »Bitte, meine Damen, wir sprechen über Geschäfte, nicht über Familie.« Elenas Anwalt zeigt Papiere. Elena Schmidt führt die Firma 5 Jahre lang. Sie kann diesen Vertrag machen. »Mit gestohlenem Geld«, sagt Katharina leise. Katharinas Anwalt steht auf. Er zeigt ein Video auf einem Bildschirm. »Das sind Bankunterlagen. Elena hat Geld gestohlen. Und hier?« Das Video zeigt Elena im Krankenhaus. Sie tötet Katharinas Eltern. Sie macht die Maschinen aus. Alle Männer im Raum sind schockiert. »Mord«, sagt Katharina. »Sie hat unsere Eltern ermordet.« Elena steht auf. Sie ist wütend. »Ihr versteht nicht. Ich habe hart gearbeitet.« »Du hast Alexander belogen«, sagt Katharina. »Du bist nicht die Mutter seiner Kinder.« »Diese Kinder lieben mich«, schreit Elena. Die Tür geht auf. Alexander kommt herein. Er ist sehr aufgeregt. Emma und Lukas sind bei ihm. »Mama«, ruft Emma und läuft zu Katharina. Aber Elena ist schneller. Sie nimmt Emma und holt eine kleine Pistole aus ihrer Tasche. Sie hält sie an Emmas Kopf. »Niemand bewegt sich«, schreit Elena. »Ich verliere nicht alles.« Alle haben Angst. Sicherheitsleute haben auch Pistolen, aber sie können es doch nicht schießen. Emma ist in Gefahr. »Elena, bitte«, sagt Katharina. Sie ist nur ein Kind. Sie ist das Kind, das mir gehören sollte. Elena ist sehr verrückt. Alles sollte mir gehören. »Wähle, Schwester«, sagt Elena, »dein Leben für Iris. Spring aus dem Fenster wie vor 5 Jahren.« Katharina schaut Emma an. Ohne zu denken geht sie zum Fenster. »Mama, nein«, schreit Lukas. »Stopp!« Ein alter Mann kommt herein. Es ist Elder Wilhelm. Er ist 90 Jahre alt. Alle respektieren ihn. »Elder Wilhelm«, sagt Elena. Sie hält immer noch die Pistole an Emmas Kopf. Das geht sie nichts an. »Alles über die Weber-Familie geht mich etwas an«, sagt der alte Mann ruhig. Er schaut Elena an. »Du sprichst von Opfern. Lass mich dir von echten Opfern erzählen.« Er holt einen Brief aus seiner Tasche. »Deine Eltern sind gestorben, als du 7 warst. Heinrich Weber hat dich nicht adoptiert, weil er nett war. Er hat dich adoptiert, weil du Familie bist.« Alle sind still. Elenas Hand zittert. »Unmöglich«, flüstert Elena. Heinrichs jüngerer Bruder ist von zu Hause weggelaufen, als er 18 war. Er hat seinen Namen geändert. Als er und seine Frau gestorben sind, haben sie eine Tochter hinterlassen. Elder Wilhelm schaut Elena an. »Du bist nicht fremd. Du warst immer Familie.« Katharina ist schockiert. Elena ist ihre Cousine, nicht nur ihre adoptierte Schwester. »Aber er hat sie mehr geliebt«, sagt Elena mit gebrochener Stimme. »Auch wenn ich Familie war, hat er Katharina mehr geliebt.« »Weil sie es nie verlangt hat«, sagt Elder Wilhelm sanft. »Liebe, die freigegeben wird, ist anders als Liebe, die man nimmt.« Elenas Gesicht bricht zusammen. 5 Jahre Lügen fallen weg. »Ich wollte nur dazugehören, gewählt werden, nicht nur toleriert.« »Du hast immer dazugehört«, sagt Katharina sanft. Sie geht einen Schritt näher. »Wir hätten alles teilen können, Elena. Die Firma, das Geld, die Familie. Du musstest sie nicht töten.« »Ich kann nicht.« Elenas Stimme bricht. »Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe.« »Aber du kannst sie gehen lassen«, sagt Alexander. Seine Stimme ist ruhig, aber er hat Angst. Emma ist unschuldig. Sie ist nur ein kleines Mädchen, die ihre Mama will. Emma dreht sich in Elenas Armen um. Mit ihrer 5-jährigen Stimme sagt sie klar: »Tante Elena, du tust mir weh. Bitte lass mich zu meiner Mama gehen.« Die einfachen Worte, ohne Wut oder Angst gesprochen, zerstören Elenas letzte Verteidigung. Die Pistole fällt aus ihren Fingern. Sie lässt Emma frei.
Emma läuft direkt in Katharinas Arme. Die Polizei nimmt die Pistole. Sie verhaften Elena. Sie wehrt sich nicht. Sie steht da, gebrochen und leer. Es tut mir leid, flüstert sie, als sie an Katharina vorbeigeht. Es tut mir so leid für alles. Katharina hält beide Kinder fest. Alexander umarmt alle drei. Durch die Fenster können sie Berlin sehen, die Stadt, wo sie alles verloren und wieder gefunden hat. 3 Monate später steht Katharina im Büro von Weber Agricultural Holdings. Die Firma ist wieder erfolgreich. Der Schulessenvertrag war nur der Anfang. Mit dem Richter-Familienerbe hat sie genug Geld, um die Firma größer zu machen, als Papa es je geträumt hat. Aber der echte Sieg ist kleiner und kostbarer. Emma sitzt am Kindertisch in der Ecke und bringt Lukas das Lesen bei. Alexander schaut Pläne für neue Projekte an. Sie sind eine Familie, verletzt, aber ganz. Getestet, aber nicht zerbrochen. »Mama«, ruft Emma und schaut von ihrem Buch auf. Wird Tante Elena jemals nach Hause kommen? Katharina hält inne und denkt sorgfältig über ihre Antwort nach. Elena sitzt lebenslang im Gefängnis, aber sie bleibt Familie. Beschädigte, gefährliche Familie, aber Blut trotzdem. Vielleicht eines Tages, sagt Katharina schließlich, wenn sie bereit ist, Liebe zu akzeptieren, anstatt sie zu nehmen. Durch die Bürofenster malt der Berliner Sonnenuntergang den Himmel in Gold und Hoffnungsschattierungen. Katharina Weber ist von der Gnade gefallen und hat sich zurück nach oben gekämpft. Aber der echte Schatz war nicht das Imperium, das sie zurückerobert hatte. Es war die kleine Hand, die in ihre schlüpfte, und die Stimme, die »Ich liebe dich, Mama« flüsterte, ohne irgendeinen Beweis zu brauchen, außer dem Schlagen ihres Herzens. Emma läuft zu ihr und umarmt sie. »Mama, ich bin so glücklich, dass du zurück bist.« »Ich auch, mein Schatz«, sagt Katharina. »Ich bin auch sehr glücklich.« Lukas kommt auch und umarmt sie. Alexander lächelt und schaut seine Familie an. Sie sind endlich zusammen. »Was machen wir morgen?« fragt Emma. »Wir sind zusammen«, sagt Katharina. »Das ist alles, was wichtig ist.« Draußen wird es dunkel. Die Lichter von Berlin leuchten. Katharina ist zu Hause mit ihrer Familie, für immer.